Hier ist der Kanal von Dr. Phil A.P. Meine Schwerpunkte: Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Der nackte Körper in der Kunst ist nie neutral. Er zeigt nicht nur Schönheit, sondern auch Macht, Moral und Kontrolle. Dieses Video erklärt, warum Erotik in der Kunst zugleich fasziniert und zensiert wird. Es gibt da etwas in der Kunstgeschichte, das sich seit Jahrhunderten direkt vor unseren Augen versteckt. Ein winziges Detail, das fehlt. Und zwar so konsequent, dass wir es kaum noch bemerken. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass genau dieses Weglassen eine total faszinierende Geschichte erzählt? Eine Geschichte über Angst, über Kultur und ja, sogar über unsere heutige digitale Welt. Seit Ewigkeiten feiert die westliche Kunst ja den nackten Körper, von antiken Skulpturen bis hin zu Meisterwerken wie Michelangelos David. Aber schauen Sie mal ganz genau hin. Vergleichen Sie mal, wie der männliche und der weibliche Körper dargestellt werden. Fällt Ihnen da nicht ein kleiner, aber irgendwie entscheidender Unterschied auf? Es ist fast so, als gäbe es da eine ungeschriebene Regel. Und genau das ist die zentrale Frage. Das Geheimnis, das wir heute mal lüften wollen. Was ist dieses fehlende Detail, das die Kunstgeschichte so hartnäckig ignoriert hat? Also tauchen wir ein in Teil 1 und schauen uns diese stille Übereinkunft mal genauer an, die die Kunst über Jahrhunderte geprägt hat. Und das war wirklich überall so. Die Kunsthistorikerin Ann-Sophie Lehmann nennt das ziemlich treffend das unsichtbare Geschlecht. Die Venushügel sind einfach verschlossen und glatt, als hätte es Schamhaare, Schamlippen oder eine Vulva in der weiblichen Anatomie einfach nie gegeben. Okay, die ersten Erklärungsversuche klingen ja erstmal, plausibel, oder? Schon der Philosoph Denis Diderot meinte 1765, Künstler fänden eine glatte Linie einfach schöner. Andere wiederum dachten, es lag an der damaligen Mode der Enthaarung. Aber Moment mal, selbst das erklärt doch nicht, warum die komplette Anatomie darunter einfach weg ist. Was aber, wenn es gar nicht um Ästhetik ging? Um die Wende zum 20. Jahrhundert kam eine ziemlich radikale psychologische Theorie auf. Und die besagte, der Grund für das Weglassen war nicht Schönheit, sondern schlicht und einfach Angst. Und hier kommt Sigmund Freud ins Spiel mit seiner, sagen wir mal, ziemlich kontroversen Idee. Er meinte, männliche Künstler würden unterbewusst vermeiden, die weibliche Form komplett darzustellen, und zwar aus einer tief sitzenden Furcht heraus. Der Anblick der Vulva, so Freud, löse beim Mann die sogenannte Kastrationsangst aus. Und dieses Bild von Alfred Kubin, der Todessprung, scheint diese Urangst ja fast perfekt zu visualisieren. Ein buchstäblicher Sturz in einen todbringenden Schlund. Das ist quasi die visualisierte Angst, von der Freud da gesprochen hat, die in der klassischen Kunst immer unterdrückt wurde. Das ist jetzt aber eine entscheidende Frage, oder? Denn sie zwingt uns, die Perspektive zu wechseln und diese doch sehr westliche Sichtweise mal zu hinterfragen. War das wirklich überall auf der Welt so? Also, verlassen wir mal den Westen und schauen uns an, wie das in anderen künstlerischen Traditionen aussah. Nämlich dort, wo die Darstellung von Sexualität keine Quelle der Angst war, sondern im Gegenteil eine der Kraft. Schauen wir mal nach Indien. Hier finden wir einen komplett anderen Ansatz. Dort sind göttliche Paare, oft in sehr intimen Posen, ein ganz zentrales Element der heiligen Architektur. Und der entscheidende Punkt hier ist, Sexualität wird nicht versteckt. Ganz im Gegenteil, sie ist ein heiliges Symbol für Harmonie und sogar eine schützende Kraft, die Dämonen abwehren soll. Also wirklich das exakte Gegenteil von Angst. Und dann haben wir Japan, wo es ein ganzes Kunstgenre gab, das sich nur der Feier der Sexualität gewidmet hat, Shunga, die sogenannten Frühlingsbilder. Diese Bilder zum Lachen, wie man sie auch nannte, waren einfach ein akzeptierter Teil der Kultur. Das zeigt uns doch ganz klar, so ein visuelles Tabu ist nicht universell, sondern total kulturell geprägt. So, und jetzt springen wir wieder zurück in den Westen. Denn irgendwann war Schluss mit dem Versteckspiel und moderne Künstler haben diese alte, ungeschriebene Regel gebrochen. Oft mit ziemlich skandalösen Folgen. Um 1900 herum gab es eine regelrechte Welle der Rebellion. Courbets Ursprung der Welt war natürlich ein privater Schock. Gustav Klimts realistische Akte wurden von der Öffentlichkeit einfach abgelehnt. Und 1917, stellen Sie sich das mal vor, bei Modigliani reichte allein die Darstellung von Schamhaar aus, um eine Polizeirazzia auszulösen. Wahnsinn! Der einst unsichtbare Körperteil wurde also mit voller Wucht zurück ins Licht gezerrt.
Aber gerade als man dachte, der Körper sei in der Kunst jetzt endlich vollständig sichtbar, ist in unserer modernen, digitalen Welt eine ganz neue, sehr mächtige und vor allem unsichtbare Form der Zensur aufgetaucht. Der zeitgenössische Fotograf Joachim Bergauer hat diese neue Herausforderung ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Er fragt sich, der Zensor ist heute nicht mehr nur die gesellschaftliche Konvention, sondern ein Computerprogramm. Und damit schließt sich der Kreis. Das unsichtbare Geschlecht ist zurück. Aber diesmal wird es nicht durch eine künstlerische Tradition oder eine unterbewusste Angst durchgesetzt, sondern durch die Content-Algorithmen von Social Media. Was früher eine ästhetische Wahl war, ist heute eine automatisierte Entscheidung. Und diese Frage lassen wir am Ende einfach mal so stehen. Wenn die Kunst wirklich ein Spiegel unserer Gesellschaft ist, welches Bild zeigt uns dann dieser algorithmische Schleier über unsere heutige Kultur und unsere Beziehung zum menschlichen Körper? Hat dir dieses Porträt gefallen? Dann abonniere den Kanal und gib einen Like.